75 Jahre gibt es sie nun schon, die Spielwarenmesse in Nürnberg. Auch dieses Jahr fand vom 27. bis 31. Januar die Spielwarenmesse in der Messe Nürnberg statt. Eine Fachbesuchermesse, zu der so Menschen wie du und ich eigentlich keinen Zutritt haben, sondern eben nur Händler und Leute, die Spielwaren als ihr Business sehen. Ich habe das Glück, dank euch, mich Content Creator nennen zu dürfen und deswegen mit einem Presseticket die Messe besuchen zu dürfen. Und was liegt mir da nicht näher, als den Kobi-Stand von oben bis unten zu durchleuchten? Und deswegen lade ich euch heute ein zu meiner XXL quasi Roomtour durch den Messestand in der Halle 4 von Kobi. Freunde, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Zum 75. Mal fand sie also statt, die Spielwarenmesse in Nürnberg, die Fachbesuchermesse, bei der es rund um Spielzeug und Spielzeuge im Allgemeinen ging. In der Halle 4 habe ich es mir nicht nehmen lassen, euch den Kobi-Stand und alle die Neuheiten und Sets und alles drumherum zu zeigen, wie im letzten Jahr. Und wir sehen schon den Stand hier von außen. Wir haben dort ein Highlight, ein ganz fettes Highlight, ein Eyecatcher. Letztes Jahr hatten wir einen Bulli, dieses Jahr haben wir einen Audi Quattro. Und als weiteres Highlight haben wir quasi das Highlight vom letzten Jahr gleich auf der Empfangstheke des Kobi-Standes stehen, nämlich den Königstiger, den Tiger 2. Ja, der Stand war eingerahmt von so Holzstelen und Vitrinen und ganz fett natürlich. Da ist man stolz drauf, dass man aus Europa kommt. Der Kobi-Stand war in der Halle 4 im Koordinatensystem B79C80. Ich habe mich vorab natürlich schlau gemacht auf der Webseite, wo der Stand ist. Wir sehen, der Stand ist umrahmt von so namhaften Mitausstellern wie zum Beispiel Freakware, die wir kennen von Kobi oder Lubibrix. Das war der Stand von außen. Wir sehen hier noch einmal das Made in Europe, das Kobi-Zeichen und die Vitrinen, durch die wir jetzt gleich durchfilmen, und über die Sets sprechen wir natürlich hauptsächlich über die Neuheiten. Seht es mir nach, wenn ich über die Sets, die wir schon kennen, etwas schneller rübergehe. Rübergehen ist das Stichwort. Fotografiert hat nämlich hier die Dame links, die Klemmbaustein-Lady, das meiste, während der dicke Herr rechts euch jetzt hier den Text aufspricht und mit den netten, sehr, sehr netten Leuten von Kobi gesprochen hat. Und es lohnt sich auch auf jeden Fall dran zu bleiben, denn nicht nur der Audi ist hier das Highlight, sondern ja, es gab auch ein großes Set, das mit Flugzeugen und mit Tragen zu tun hat. Darüber sprechen wir und ich zeige euch auch Bilder am Ende. Dranbleiben lohnt sich also. Dieses Fahrzeug hier hat es mir natürlich angetan. Ich bin ein riesengroßer Audi-Fan und deswegen musste ich dieses Fahrzeug hier unbedingt fotografieren. Eine legendäre Rennmaschine. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an den Sound denke, die dieses Gerät gemacht hat. Schaut euch diese massive Plexiglasscheibe an mit diesem ausgestanzten Namen, der jeden Rennsport-Enthusiasten, wenn es um Allrad geht, Gänsehaut bereitet, nämlich der Schriftzug Quattro. Und diese zwei Namen hier, Walter Röhrl und Herr Geisdörfer, die klingen auch genauso in die Ohren wie der Sound, die diese Maschine hier, ein schönes Pfeifen des Turboladers, uns wahrscheinlich alle so, die uns interessieren für Motorsport, eben Mark und Bein erzittern positiv. Ihr seht hier auch so einen Herrn, ja, gespannt auf sein Handy gucken, was er da fotografiert hat. Das bin ich, der hier einfach sich nicht satt sehen konnte an diesem Fahrzeug. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich habe sogar extra mir ein T-Shirt mitgenommen, weil ich wusste, dass dieses Fahrzeug da ist. Ihr seht es hier, da sehen wir nämlich auch den Audi Quattro auf meinem T-Shirt. Hier die Klemmbaustein Lady und ich. Ja, ich gehe mit euch jetzt einmal durch die Schränke, die Ausstellungsvitrinen durch und ich möchte euch zeigen, was dort zu sehen gab. Und wir sehen es gleich, wenn wir hier quasi, das ist die Rückwand vom Tresen, wenn wir da reingeschaut haben, gab es die berühmten, ich finde sie berühmt, da draußen, glaube ich, haben dieses Set nicht so ganz den Anklang gefunden, aber ich finde diese Holiday Series hier, Ostern oder dann gleich folgend die, ja, Brick Christmas Decorations, einfach klasse. Ich mag das, wenn Kobi hier mal ein bisschen abseits der technischen Themen solche Sets rausbringt.
Und diese Weihnachtssets haben wir jetzt ja erst neulich in der Weihnachtszeit 2025 teilweise ja so als GWP, als Zugabe zu einer Bestellung bekommen. Fand ich auch klasse. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass diese Ornamente auch alle an meinen Weihnachtsbaum hingen. Ich finde sie schön und wenn man ganz ehrlich ist, sehen sie sogar teilweise einen Tucken besser aus als die aus Dänemark. Ja, wie mache ich jetzt den Übergang von diesen Weihnachtsdekorationen zum ersten Highlight, was wir in der Vitrine gleich daneben gesehen haben, nämlich die Northrop B2 Spirit, den großen Tarnkappenbomber. Ein Set, was jetzt schon hier bei mir steht, während ich dieses Video hier aufnehme, mit euch bespreche, kam es parallel, weil ich habe es vor der Nürnberger Spielwarenmesse bestellt. Dieses 1109 Stück große Klemmbaustein-Flugzeug, natürlich aus der Armed Forces Serie von Northrop Grumman. Und Freunde, ich muss euch einen Zahn ziehen. Erstmal, der Maßstab ist doof und wir haben Sticker. Ich habe mir das hier extra nochmal von der Kubbi-Webseite geholt und wir sehen es gleich auch bei den Bildern. Wir haben 6 Sticker auf den Flügeln und sonst haben wir aber 15 Drucke und die zeige ich euch dann hier auch nochmal natürlich in den Bildern. Man kann hier sehen, dass das Flugzeug sehr groß ist, im Maßstab 1:100 und wir sehen schon auf den Flügeln hier ein wenig, dass wir da Sticker haben. Da kann man die Sticker so ein bisschen sehen, wie sie sich abheben, aber wir haben, da sieht man es sogar noch viel besser, auch viele Prints. Wir sehen das hier zum Beispiel bei den Lufteinlässen der Triebwerke, die ich cool gelöst finde, denn diese Tarnkappenflugzeuge arbeiten ja mit diesen dreieckigen, winkligen Formen. Hier sehen wir, vorne haben wir noch einen Sticker und der Rest sind dann Prints. Flugzeug ist cool, ikonisch, hat natürlich ein paar Formteile. Das sehen wir auch ganz klassisch, nämlich das Cockpit und dann links und rechts die Flügelspitzen. Gibt bald also ein Baureview bei mir. Maßstab 1:100 geht wahrscheinlich nicht anders, weil sonst dieses Flugzeug viel zu groß wäre. Aber das besprechen wir dann, wenn es das Review auf meinem Kanal gibt. Also abonnieren und dranbleiben. Lohnt sich generell, findet ihr rechts oben in der Ecke meine Kubbi Playlist. Ja, dann gehe ich weiter durch die Regale. Das ist jetzt von oben nach unten. Ihr seht oben noch hier den Stand der Spirit. Darunter eine F-16 der Luftwaffe der Vereinigten Staaten. Und viel schöner, darunter dann die Y-16. Ich finde sie viel schöner, nämlich First Flight Edition der F-16, der Prototyp und daneben ein Set, was letztes Jahr auch ein Highlight war auf der Spielwarenmesse, was wir dort dann nur gesehen haben als Mockup, weil wir hatten ein Formteil geprintet, nämlich das der F-117, der Black Hawk, jetzt hier komplett, so wie wir es auch kaufen können. Letztes Jahr, wie gesagt, war es noch ein gedrucktes Formteil. Ich lege euch da auch gerne das Video ans Herz vom letzten Jahr. Dann zeigt Kubbi natürlich, und das werden wir jetzt so sehen, all das, was sie haben. Kubbi hat ja viele F-35-Versionen, hier eine der letzten im Maßstab 1:48, nämlich die Hussars-Version der polnischen Luftwaffe und auch natürlich eines der größten Flugzeuge aus der Armed Forces-Serie, aus der Neuheit oder der Neuzeit, ist das Kubbi Set 5909, die Su-57 Fallon, ein Flugzeug der Luftstreitkräfte der Russischen Föderation. Dann haben wir hier nochmal den Karton der F-35 fotografiert. Und natürlich fotografiere ich viele Kartons, denn Kubbi hat immer so einen Mix zwischen Karton und Set. Manchmal nur ein Karton, das werdet ihr gleich sehen. Hier die F-22 Raptor, ein Flieger, der mir richtig Spaß gemacht hat zu bauen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einmal nur den Karton, nämlich der SR-71 Blackbird, der in Anführungszeichen normalen Version, der 5891. Und dann hat Kubbi natürlich auch sein Flagship ausgestellt, die Executive Edition mit den NASA-Prints. Wir können ja hier 2 Versionen bauen und mit dem extra Astronauten. Was Neues gibt es natürlich auch zu sehen, gab es bei mir auch auf dem Kanal auch schon, auf jeden Fall die linke Version, nämlich die Saab AJ37 Viggen, jeweils in Grau oder jetzt hier im Tarnmuster, in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Luftfahrzeugmuseum. Ich möchte es nicht aussprechen, ich versuche trotzdem. Flygjakapendo-Museum. Das Kubbi Set 5911 hier im schönen Tarn werde ich wahrscheinlich euch auch nochmal vorstellen, weil einfach der Bau der linken Variante hier schon so viel Spaß gemacht hat. Aber die rechte hier mit dem Dreifarbtarn auch einfach sehr, sehr schön ist. Und es ist ein schönes, bulliges Flugzeug. Und
farbenfroh kommt es daher, wenn man überhaupt farbenfroh sprechen kann. Nicht so farbenfroh ist allerdings dann die MiG-21 in den Farben der polnischen oder sowjetischen Luftstreitkräfte. Diese Version, die 5918, die ist grau und hat hier schon ja, eine Stange verloren. Wir sehen aber, und das finde ich ganz gut, das hat Kubinett gemacht hier in dem Regal, dass wir die Steine sehen, mit der wir die sowjetische Version bauen können. Wir sehen hier unten rechts nämlich das Seitenleitwerk. Interessanter wird es, finde ich, für mich und für viele Käufer wahrscheinlich da draußen, wenn wir uns die MiG-21 in den Farben der NVA anschauen. Generell muss ich sagen, Maßstab 1:48 ist natürlich bei der Armed Forces Serie fast gesetzt, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier dann keine Figuren haben oder keine halben Figuren für den Cockpit-Bereich. Wir sehen, wie bei den Fliegern aus dem Zweiten Weltkrieg im Maßstab 1:48 die Noppen durchschauen, und ich muss sagen, dass mir generell so die Form nicht ganz gut gefällt. Wir sehen auch diese Antenne vorne, die da so rausragt, so. Das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Freue mich trotzdem drauf und vor allen Dingen auch cool, dass man hier wieder zwei Varianten bauen kann, nämlich die der tschechoslowakischen Luftstreitkräfte und die der DDR. Wie gesagt, kommen zwei Sets raus, ihr habt es ja gerade gesehen. Was auch neu draußen ist, ist die Mirage 2000-5, die es ja schon mal gab im Maßstab 1:48. Ich habe in vielen französischen Gruppen gelesen, bin ja überall immer so ein bisschen unterwegs, dass die Leute mit der Version gar nicht so zufrieden sind. Die hat jetzt hier mehr Prints, würde ich auf den ersten Blick sagen, und wir haben auch andere Bautechniken, aber das Set gab es ja relativ lange bei Kubey. Warum es jetzt eine Neuauflage gebraucht hat, das weiß ich nicht. Das steht wahrscheinlich in den Sternen. Ähnlich auch wie bei der Mirage 3C, die wir ja auch so neulich erst hatten. Hier auch mit etwas anderen Drucken. Und wir sehen sogar, dass da immer noch mit der Lizenz wohl irgendetwas gemacht wird. Wir sehen Pending License Approval und auch ein neues Produkt. Wie gesagt, in französischen Gruppen wird heiß darüber diskutiert, ob es die überhaupt gebraucht hätte. Ja, gebraucht hat es auf jeden Fall. Nicht nur für den französischen Markt, sondern auch für mich. Die Rafale C, die fand ich richtig schön, hat mir Spaß gemacht zu bauen. Was ich nicht gebraucht habe, aber vielleicht viele von euch da draußen, ist der Alpha Jet. Hier hätte ich mir bei Kubey generell mal gewünscht, eine Bundeswehr-Variante. Wir haben aber hier die bekommen in Farben der französischen Flieger. Natürlich wahrscheinlich, weil es in der Dassault Aviation Lizenz daherkommt. Dann zeigt Kubey in jedem Regal halt oder in diesen Regalen, was sie haben, und den größten Hubschrauber, den sie haben sie ausgestellt. Ja, auch in Anführungszeichen relativ neu. UH-60 Blackhawk in diesen Braun, was Kubey jetzt ja erst auch noch bei anderen Fahrzeugen eingeführt hat, aber dieses Flugzeug gab es ja, Fluggerät, nicht Flugzeug, das ist das falsche Wort, gab es ja zuerst in Anthrazit. Habe ich euch schon mal vorgestellt. In diesem Braun sieht es aber auch sehr, sehr gut aus, und generell, der Blackhawk hat Spaß gemacht zu bauen, kann ich damals sagen. Ich denke mal, es wird bei dieser Version ähnlich gewesen sein. Schade ist hier allerdings, das muss ich mal kritisieren, dass wir halt hier keine Fenster haben, sondern nur so Drucke. Das zieht sich ja bei Kubey so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Nicht zu meckern, gibt es ein Regal dann weiter. Bei der Panzerhaubitze 2000 ein tolles Set. Vor allen Dingen ist hier zu loben, dass mit dem Deutschen Panzermuseum zusammengearbeitet wurde, gerne mehr mit solchen Kooperationen. Und wenn man so ans Deutsche Panzermuseum denkt, an den YouTube-Kanal, dann kennt man auch einige Videos, und es gab dort auch schon Videos zum BMP-1, ja eines der relativ neuen Sets von Kubey. Hier die Variante der NVA bzw. auch der russischen Streitkräfte. Dieses Set gibt es demnächst auch auf meinem Kanal im Doppelreview, nämlich mit dem BWP-1. Das ist eigentlich nur polnisch für BMP-1, nämlich von der polnischen Variante bzw. der ukrainischen Variante, denn dieses Fahrzeug wird ja massiv dort eingesetzt. Ich glaube, die Polen haben um die 1100 Stück von diesen Fahrzeugen und haben viele an die Ukraine abgegeben. Dann im Regal Schacht darunter war der Abrams im Wüstentarn, der ja neu aufgelegt wurde. Ich habe euch dazu ein Review gemacht. Verändert hat sich eigentlich an diesen Sets ja nur die Art der Nebeltöpfe, das Gestänge am Turm, und hier vorne wird es gerade gezeigt, weil er uns in den Hintern zuhält, die Klappe an der Turbine. Ein Brecher wurde auf jeden Fall auch noch gezeigt, nämlich der Challenger, den wir auch in den britischen Farben und in den ukrainischen Farben bauen können. Ein Set, was deswegen interessant ist, weil wir hier ein Kanonenformteil
haben wie früher in der guten alten Zeit bei Kobe bei der Small Army. Ja, dann stand daneben der Abrams in den polnischen Farben. Das gleiche auch hier. Nebeltöpfe sind anders, Gestänge am Turm ist anders und hinten die Klappe an der Gasturbine, die ist sogar schlechter als bei der Version davor, die sonst keine anderen Änderungen hat. Ihr seht hier die Klappe sogar so ein bisschen durchhängen. Das ist bei der anderen Version davor besser gelöst. Nicht gut gelöst ist das Kobe dann im Regal. Ich habe es euch gesagt, einmal den Karton von der 2629 präsentiert und ein HIMARS Konstrukt, möchte ich mal behaupten, weil wir sehen hier, da hat jemand schon wahrscheinlich seine Finger im Spiel gehabt und hat das ein bisschen kaputt gemacht, denn die Werferrohre sind so nicht verbaut beim Original. Sie liegen auf keinen Fall hier auf dem Fahrerdach, auf der Fahrerkabine. Hat sich gelöst. Wir sehen ja auch hier die Noppen, die uns entgegengestreckt werden. Da hat also ja jemand seine Finger nicht im Griff gehabt. T72 in Farben der NVA, tolles Set. Ich glaube, für viele Deutsche, die ein bisschen Faible haben, auch für die NVA, war das ein Muss damals, als das Set rausgekommen ist. Relativ neu und relativ cool, die Phantom F4M, Phantom 2 und wir sehen schon am Kürzel FGR2, dass wir hier ein britisches Flugzeug haben. Wir erkennen es auch an den Markierungen. Ich mag diese Farben, ich mag diese Markierung, ich mag generell die Phantom von Kobe, die F4. Und deswegen schön, sie hier in diesen britischen Farben zu haben. Ich musste aber immer so ein bisschen an einen James Bond-Film denken, wo ja eine Vulcan, glaube ich, entführt wurde, die ja auch diese Farbschema hatte, meine ich, oder dieses Farbschema. Dann hat Kobe natürlich darunter noch mehr ihrer Phantoms gezeigt, die der US Navy, einmal als Karton und einmal in schwarz, mit den Enterprise Bunny, wollte ich schon sagen, mit dem Playboy Bunny, da auf dem Seitenleitwerk und natürlich dann die Phantom der Bundeswehr und ein Regal drunter dann Tornados, einmal den der Bundesmarine in diesem Babyblau und dann ein Tornado der italienischen Luftwaffe sowie die MiG-Eater oder den MiG-Eater und den Eurofighter. Alles bekannte Sets, deswegen will ich gar nicht so viel drüber reden. Darunter gab es dann das Atom-U-Boot, das man zuerst im französischen Marinemuseum kaufen konnte und dann jetzt auch bei Kobe das U-Boot Le Triomphant, was wir in 4 verschiedenen Varianten bauen können, aber eigentlich nur vom Namen halt. Wir tauschen die Schilder aus, so wie es Kobe da auch präsentiert. Das Set 4859, das erste moderne Schiff, wobei wir noch später zu einem anderen modernen Schiff kommen. Ich habe es euch schon gesagt, Maßstab 1:300. Ja, und dann kann ich euch schon jetzt sagen, kam einer der ersten Knaller, nämlich das baubare Top Gun Schild, das richtig cool daherkommt. 40 Jahre Top Gun ist ja dieses Jahr angelegt und Kobe hat dieses neue Schild entwickelt. Es ist ja gerade so wenn man Klemmbaustein-Hersteller ist, so Display-Schilder zu machen. Und dieses finde ich besonders cool, weil wir 2 Flieger im Maßstab 1:300 drauf haben. Das weckt Felix von den Ring Raiders in mir. Wer von euch die Ring Raiders kennt, darf mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir sehen hier auch so ein Mockup, so eine Karte, Top Gun Logo, 40 Jahre Top Gun, 622 Steinchen und halt 2 dieser Flugzeuge. Und da ist es halt richtig klasse, dass diese Flugzeuge bedruckt sind. Ihr müsst euch das mal reinziehen, so klein. Und wir haben auf den Seitenleitwerken und auf den Flügeln Drucke hier bei der MiG-29 und bei der F-14 Tomcat. Richtig nice und ich kriege wirklich Ring Raider Feeling. Ich werde mir sicherlich irgendwie so einen Noppenring kaufen und dann werde ich mir einen Flieger auf den Ring stecken. Ich finde es einfach klasse. Also schön, dass diese Serie weiterlebt und wir kommen, wie gesagt, am Ende des Videos nochmal zu einem anderen Set, das wahrscheinlich auch einen Bezug dazu hat und etwas größer ist, aber auch im Maßstab 1:300 daherkommt. Ja, im Regal werden dann natürlich die anderen Sets ausgestellt, die Kobe noch in der Top Gun Serie hat. Wie gesagt, die Top Gun Serie lebt ja. Ich habe euch vorhin ja einmal die Su-57 gezeigt. Hier haben wir das Gegenstück aus dem Film als Enemy Strike Jet. Gleiche Flieger, andere Lackierung aus dem Film. Und dann hier die Grumman F-14 Tomcat, auch mit den Lackierungen aus dem Film, sowie die P-51D Mustang in 1:48, die F-18 Hornet und die berühmte MiG-28. Ich muss sagen, mir gefällt diese Mustang, die 5847 von Pete Mitchell, richtig gut. Fehlt mir leider noch
werde ich mir noch holen und dann gibt es einen Short oder irgendwie sowas. Keine Shorts gibt es, wenn es, wir gehen jetzt quasi, müsst ihr euch vorstellen, in diesem Stand auf die gegenüberliegende Seite hinter den Audi, den ihr gesehen habt, ganz am Anfang, ihr erinnert euch, denn wir wollen über die Audi sprechen und da seht ihr hier eines dieser Prototypen von den kommenden Audi-Sets, das Set 24665 wird es heißen, im Maßstab 1:35, den Quattro 1980. Wir sehen hier auf den Prototypen, dass wir Sticker haben an den Seitenschweller hier, da sehen wir die Sticker und wir sehen, dass das Dach noch nicht bedruckt ist und die Scheinwerfer hinten, die Rückscheinwerfer und die Blinker hier sehen auch nach Drucken, also nach Prints aus, so ist es richtig. Vorne bekommen wir wahrscheinlich Drucke, weil wir einen Motorhaubenformteil haben und diese Transklierteile werden dann auch bedruckt, werden ähnlich dann wie beim legendären Audi S1 Quattro. Hier sehen wir auch ein großes Formteil. An den Radläufen auch diese Luftführungsbleche, möchte ich mal behaupten, und dann eingebauten Heckflügel und hier ist viel weiß gehalten, wie der gedruckt wird, konnte mir keiner sagen oder ob das Print gibt, vielleicht wollte man mir das auch nicht sagen. Ich finde es lustig, wie so ein Prototyp aussieht. Auch wieder mit Stickern sehen wir dann den Quattro 1980, auch im Maßstab 1:35, das kommende Set 24664 mit Heckspoiler. Hier dann keine Drucke an der Seite, dafür hinten wieder am Heck Drucke, also nicht Drucke, das ist falsch gesagt. Ich hoffe, werden Drucke. Es waren aber hier, wie wir es sehen, Prints. Man kann es nämlich sehen, dass es hier so ein bisschen überlappt. Also das ist draufgeklebt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das für die Messe so war. Aber man hat ja auch im Katalog schon gesehen, dass dort nichts steht von Pad Printed. Bedruckt wird aber auf jeden Fall das, was wir hier grobflächig in Transclear sehen. Das Dach, da wird sicherlich weiß bzw. rot gedruckt. Ihr seht es ja hier auf dem Bild, so wird es dann daher kommen. Leider kann man auf den Bildern hier nicht so richtig erkennen, logischerweise, weil das Renderbilder sind, wie das ausschaut mit Prints oder Drucken. Dann haben wir eine Mock-up-Karte gehabt des Sport Quattro S1 Evolution 2. Da war dann nichts zu sehen, sondern nur so eine Karte. Ähnlich dann beim Quattro Gruppe 4, den wir dann aber mit einem Piloten bekommen. Ich stelle mir vor, das wird Walter Röhr sein. Ich finde es klasse. Tolles Fahrzeug. Den ersten Audi, den ich kannte, muss ich zugeben. Wobei der, ich sag mal, rot-weiß-schwarz-gelbe, der HB Audi natürlich der bekannteste ist. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Volkswagen Golf. Kobi lebt nämlich quasi da diese Fahrzeugserie mit dem Golf in 1:35 nochmal auf. Wir bekommen hier einen Polizeigolf, passend dann ja auch zum T3 Polizeibully. Gefällt mir. 1974 ist der Untertitel des Sets 24642. Ein neues Produkt. Auch hier sehen wir, dass dort noch viel gemacht werden muss, dann was die Drucke angeht, auf der Transclear-Seite des Fahrzeugs. Es gibt ein Erdbeerkörbchen in klein. Auch da gehe ich hoffentlich von ein paar Drucken aus. Auch hier wird noch eine Lizenz gefeilt, so steht es auf diesem Schildchen, das kommende Set 24660 und ebenso gibt es dann noch einen GTI in Blau und ich meine im Katalog sogar einen in Gelb gesehen zu haben. Darunter dann zeigt natürlich Kobi, was sie haben mit dem Volkswagen T2A Camper Van in Rot und natürlich auch den T2 in Blau. Ich finde bei diesen Sets interessant die gebauten Gardinen, die man hier hinten sieht in der C-Säule. Und lustig ist, dass man einen T2 dann auch nochmal in 1:35 dagegen übergestellt hat. Ein Regal weiter, dann Klassiker, die neu kommen in der Youngtimer-Serie. Da freue ich mich ganz besonders drauf, sind hier die Passat-Varianten, die aber, und das sieht man ganz gruselig hier schon, beklebt wurden für die Messe. Wahrscheinlich werden diese Sets auch Kleber haben, aber ich denke, das sind hier die ersten Entwürfe der Kleber. Ihr seht, dieser große rechteckige Kleber Polizei geht hier über den Radkasten drüber hinaus. Vorne werden wir also Drucke haben, das sehen wir schon, dass dieses Formteil bedruckt ist.
Ich hoffe, dass dieses Polizei wirklich kein Sticker wird. Das sieht hier gruselig aus. Ähnlich dann einen roten Passat Variant im 1:35, einen grünen. Und so einen grünen hatten wir in Rot. Das ist das erste Auto, was ich auf der Welt kannte. So einen Passat B1 in Rot. Und dann gibt es auch noch einen Passat B1 Camping-Anhänger-Set mit Baum, mit Katze, mit Mülleimer und mit Mann im Urlaub. Und die Katze hat auch noch einen Fisch dabei. Also klasse, dass VW hier diese Passats jetzt baut. Es ist ja wirklich wünschenswert, dass diese VW-Lizenz mehr bespielt wird, mit vielleicht noch anderen Fahrzeugen. Vielleicht ja sogar mit einem Scirocco. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Darunter dann die T2-Varianten, die viel mit Urlaub oder mit Sanitätskräften oder wir sehen auch noch später Feuerwehr und Co. zu tun hatten. T3-Varianten habe ich euch alle vorgestellt, werden hier als neu betitelt. Guckt da gerne mal auf dem i, da findet ihr mein Video zu diesen ganzen neuen T3s von Kobi. Ich habe sie alle gebaut. Die leben von Formteilen, die haben alle Drucke, die haben alle Spaß gemacht und ganz besonders fand ich dann, und dann gehe ich mal mit zurück, hier dieses Set mit diesen Formteilen, diesen Ugly Rock Pieces, die wir von Kobi seit Ewigkeiten schon kennen, die hier schön umgesetzt wurden zu so einer Kletterwand. Und dann habe ich ja eben gerade gesagt, T2 gibt es Urlaub oder hier als Pritsche sowie als, ja, auch als Feuerwehr. Das zieht ja immer. Was hoffentlich auch zieht, weil es mit Motorsport zu tun hat, sind die neuen Fahrzeuge aus der neuen Lizenz der Action Town Serie, die Subarus. Da gibt es sogar gleich 3 Sets an der Zahl, einen blauen, einen WRC und einen weißen sowie ein WRC, ja, Zieleinfahrtsset, was auch Drucke hat, beziehungsweise das Thema Drucke versus Prints hat. Wir sehen nämlich hier an der Tür, sieht es nach Stickern aus und dann auf dem Formteil vorne haben wir dann wieder Drucke und an der Windschutzscheibe vorne auch und dann haben wir wieder Sticker, also es wird so ein Mischmasch von Prints und Stickern. Kobi wird es vielleicht mal irgendwann erklären, hat wahrscheinlich Kostengründe. Ich feiere das Set, weil wir hier so Figuren haben mit Pirelli-Mützen und wir haben hier ein schönes Einlaufschild der Japan Rallye 2004 Rallye Championship und hier Car Service. Also wir kriegen viele Accessoires. Wer das Spiel von früher noch kennt, Colin McRae Racing, glaube ich, so hieß es, der kriegt hier richtige Vibes. Und mich hat einmal so ein Subaru auf der Autobahn überholt, als wir bei der DTM waren. Und es hat alles gezittert. Diese Allradmonster, die haben richtig Kraft. Ja, Kraft hatten auch sicherlich die Renault R5. Denn hier haben wir die neue Renault-Lizenz, beziehungsweise Kobi hat für Renault schon früher Fahrzeuge produziert. Jetzt gibt es aber die Lizenz für uns alle zu kaufen. Und von dem alten Renault R5 gab es auch 3 Prototypen. Auch hier wissen wir dann nicht, ob es Sticker oder Prints werden. Und auch hier sehen wir, dass das Dach oben fast alles aus Transclear besteht und die auch logischerweise bedruckt werden. Es gibt natürlich auch typische Motorhauben. Ich finde, sie sehen ein bisschen aus wie so Fahrzeuge für eine Dada-Bahn. Muss man sehen, wenn es fertig ist. So als Prototypen wirken sie auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend. Nicht abschreckend wirkt dann hier das ganze Portfolio, was Kobi da im Line-Up hat und uns zeigt, nämlich mit Subaru, nämlich mit den alten R5s, mit den neuen R5s, den E-Stromern und dann auch mit den Lancia-Sets, der Lancia Delta, den Kobi ja auch nochmal neu rausbringt. Hier freue ich mich auf diesen Renault 5 Turbo 3e. Sieht schick aus, farbenfroh. Farbenfroh auch die Sets aus der Alfa Romeo Serie, ganz neu ja, die Guardia Financia, das finde ich cool, dass das Finanzamt Italien hier auch schicke Autos fährt, die Italiener haben halt einfach Stil, was Autos angeht und dann hier auch nochmal eine Giulia der Carabinieri, sowie natürlich zeigt Kobi dann auch noch die 3 andersfarbigen Giulias, nämlich in Rot, Grün und die der Polizia oder Polizia. So, dann hat Kobi quasi einmal alles, was sie so hatten, noch in ein Regal gesteckt, nämlich die Fiat-Lizenz, die Maserati-Lizenz und natürlich die Kobi-Lizenz sowie die Youngtimer Fiat Polskis. Alles in ein Regal geklatscht und darunter dann den neuen Karton, diese Verpackungskartons, die wir auch mittlerweile bei Volkswagen-Händlern finden, wo wir dann diese
1:35er Sets, die es schon gibt, quasi to go kaufen können. Also wenn ihr euer Auto im Service habt bei VW, guckt mal, ihr habt vielleicht im Zubehör auch solche Kartons stehen. Stehen ist das Stichwort, denn wir haben hier zwei quasi Stehcafés bzw. einen Stehbäcker und eine Eisdiele auf Rädern in der Citroën-Lizenz, der Typ H. Das rechte Set, die La Petite Boulangerie, habe ich euch schon vorgestellt, hat Spaß gemacht. Das Set hat übelste Formteile vorne, die aber super schön den Charme dieses Wellblech-Fahrzeuges des Typ Hs rüberbringen. Bisschen fragil, was die Klappen angeht, aber sonst ein schönes Set. Und ein neues davon gibt es auch in der Serie, nämlich hier diesen Abschlepp-Typ H-Wagen. Ein Feuerwehrwagen kommt auch. Neu oder relativ neu ist das Polizeiauto und das Citroën Service Fahrzeug, was sogar einen Preis gewonnen hat. Ich erwähne jetzt nicht die zwei Enden, die gibt es ja schon länger. Aber ihr seht es hier, es gab auf der Messe eine Siegerehrung, einen Preis. Es gibt dort wohl eine Model Car Hall of Fame. Ich weiß nicht, wie oft das schon ausgelost wurde, aber auf jeden Fall hat dieses Citroën Service Fahrzeug dieser Typ H einen Preis gewonnen. Da war Kobi sehr stolz drauf und hat das auch auf ihren Social Media Kanälen kundgetan. Ja, ich bin stolz drauf, dass ich neulich alle Barkas mal vorgestellt habe. Hier sehen wir nämlich das Regal oder den Regalboden mit den DDR-Fahrzeugen. Es sind ja weniger geworden, gab früher mehr. Es gab ja bei den Barkas B1000 zum Beispiel ja auch noch einen Feuerwehrwagen und einen der Sanitäter, der schnellen medizinischen Hilfe. Und auch bei den Trabanten gab es mehr. Trotzdem ist es gut, dass Kobi noch diese Serie im Portfolio hat, sowie auch natürlich die Opels. Und ganz geil, Freunde, finde ich ja immer diese Displays hier, diese Cases, diese Mini-Dioramen. Hätte ich gerne mal eins. Ich weiß gar nicht, wie man da dran kommt. Ich habe mich leider, und das ist traurig, obwohl wir Adressen ausgetauscht haben, gar nicht getraut zu fragen, die Leute da am Kobi-Stand, weil diese Displays finde ich richtig klasse. Klasse ist auch, dass Kobi dann nochmal zwei ihrer Willis gezeigt hat, die ja für alle sind, die vielleicht gar nicht die militärischen Varianten wollen. Und deswegen gab es auch im Regal daneben die Boeing Zivil-Serien, die Kobi im Angebot hat, die 787, den Dreamliner und auch die 7378 sowie die Air Force One, die Kobi ja sogar noch überarbeiten wird. Da wird es ja eine neue Version geben. Ebenso hat Kobi dann die Fahrzeuge oder Fluggeräte aus der Bell-Serie sowie aus der Texas und Cessna Lizenz gezeigt. Das ist ja alles ein Flugzeughersteller. Von den Cessnas hatten wir ja auch früher viel mehr, 3 Stück. Jetzt haben wir, meine ich, nur noch einen, nämlich diesen orange-weißen. Und von dieser Texan Lizenz, da haben wir ja auch ein paar mehr. Kobi hat hier stellvertretend diesen schwarzen ins Regal gestellt. Eine Neuheit oder zwei Neuheiten, eigentlich muss man sagen, eine Neuheit ist, so ist es vielleicht richtiger, dass wir bei Ram 2 neue Fahrzeuge bekommen. Denn Kobi hat, fand ich, letztes Jahr einen Fehler gemacht, als sie die Ram-Serie aufgelegt haben. Sie haben dort einen Police Ram, einen großen Pickup, aber keine Figur dafür auf den Markt gebracht. Jetzt haben sie gelernt und haben, wir sehen es hier links, einen Ram 1500 Sheriff Pickup rausgebracht mit Sheriff-Figur und einen Dumpster. Ich meine, es ist ein Ram 3500 oder 3000. Der hat einen, nicht Dumpster, sondern so einen, doch, Dumpster, glaube ich, heißt das. So einen Dump Truck, so heißt es, einen Kipplaster halt. Finde ich gut und da haben wir auch Figuren dazu. Einmal halt hier den Sheriff, den ich feiere. Was ich nicht feiere, ist, dass es hier so aussieht, als hätten wir auch wieder Aufkleber am Fahrzeug. Aber ich will dann nicht den Tag vor den Abend loben. Dass wir eine Figur haben dabei, finde ich richtig gut. Ich finde immer bei allen Polizei- und Feuerwehrsets sollte Kobi eine Figur dazu packen. Ja, rechts oben seht ihr dann nochmal hier den Kipplaster. Unten dann die bekannte BWT Alpine F1 Pitstop Variante sowie den normalen Racer. Haben Spaß gemacht zu bauen, habe ich schon mal gebaut. Allerdings muss ich sagen, kleines Manko ist, dass die Vorder- und Hinterräder gleich groß sind und dass man halt vielleicht hier von einem nicht so attraktiven Team die Lizenz bekommen hat. Aber wenn man weiß, wo Alpine zugehört, dann weiß man, warum Kobi diese Lizenz hat. Aber man zeigt es natürlich voller Stolz, wenn man eine Lizenz eines Formel-1-Teams hat.
Dann zeigt man natürlich voller Stolz alle 1:12er Fahrzeuge, die man hat in der Lizenz von Lancia, wobei mir hier immer noch die Rallye-Aufkleber fehlen. Dann von Fiat Abarth den 595. Dann natürlich die bekannten und schon lange im Portfolio befindlichen Maseratis, die Opel-Fahrzeuge und auch eines der seit längsten, finde ich, neben dem Trabant, und wir sehen noch gleich einen anderen im Portfolio befindlichen, den Skoda Octavia RS. Relativ neu im letzten Jahr kam dann ja der Golf GTI und der normale Golf dazu. Die Opels kennen wir alle schon, die Matter-Varianten und die schwarze Witwe sowie die DS-Varianten, hier Cabrio und dann die blaue, schwarze und grüne Variante. Hier sind Sets, die es noch relativ lange gibt bei Kobi, nämlich die Charleston Ente, die 2CV oder den Déjà-vu und hier relativ ein Oldtimer, was auch schon lange im Portfolio ist bei Kobi Mashup 1:2, nämlich der Citroën Traxion, das Kobi Set 24337. Natürlich zeigt deswegen das Kobi, auch vor allem, wenn man hier schön ja die Motorhaube aufklappen kann und sieht das Innenleben. Lustigerweise stand dann gleich im Regal daneben der Tiger aus dem französischen Panzermuseum im Namur, der Dreifarbtiger, das farbliche Gegenstück zum ersten großen Kobi-Panzer, nämlich dem berühmten 131er aus dem Tankmuseum in Bovington. Im nächsten Regal wurde es dann historisch, weil wir nämlich dort die Römer-Sets bekommen haben, beziehungsweise hat Kobi dort alles gezeigt, was sie haben, von der Gladiatorenschule über den Scorpio bis zum Onaga. Das Figurenpack, das ein bisschen rar geworden ist, Freunde, viele Leute von euch machen da draußen nämlich Army Building und kaufen sich dieses Figurenpack. Das kriegt man gar nicht mehr so einfach. Und den Streitwagen. Neujahr sind ja die Figuren der Germanen und der Kelten sowie der prätorianischen Garde und des Zeltes. Das Zelt braucht ihr Minimum zweimal, wenn ihr das Römerlager bauen wollt. Wird es bei mir auf dem Kanal noch geben. Ich habe es alles für euch da. Man braucht dann nämlich, und das sieht man hier ganz gut auf dem Karton, hier sieht man, wir brauchen viermal diesen Watchtower, nämlich für jede Ecke. Und wir brauchen hier einmal, und nicht nur einmal, sondern zweimal dieses Tor. Dann hat man mit den zwei Zelten das römische Lager, das Fort, gebaut. Ich finde toll, dass diese Ochsenkarren hier aussehen, als wenn sie direkt aus einem Asterix-Comic gekommen wären. Ähnlich auch wie die Trieme, Galeere, Quadrieme, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Schönes Set, leider Papier, Plastik, Segel und Takelage bauen mag ich gar nicht gerne. Aber Takelage ist das Stichwort. Kobi hat dann gezeigt, so hey, wir haben ja nicht nur das Imperium Romanum in der Historical Collection, sondern sie haben auch gezeigt, wir haben ja auch noch Napoleonic Wars und deswegen haben sie die nächsten Säule, das Display mit Napoleon und natürlich die HMS Victory ausgestellt, sowie die französische Kanone und die beiden Figurenpacks, die wir kennen, der französischen Armee, der preußischen Armee und dann das Rosetta Stone Set. Warum Rosetta Stone, Freunde? Googelt gerne mal nach dem Kobi Set 20092. Komischer Mix ist, dass dann darunter die Züge-Reihe kam, die Trains-Serie. Generell finde ich, dass Kobi die ein bisschen versteckt hatte, denn diese Züge sind ja eigentlich top-notch, die sind super. Der Wagen von Compania ist riesig groß, hat Spaß gemacht zu bauen. Gut, preislich ist das so ein Ding, aber auch hier der Schüttgutwagen ist super gewesen zu bauen. Auch Flying Scotchman, klar, die Farbe, dieses Giftgrün ist ein anderes als dieses britische Grün, aber diese Lokomotiven sind top-notch. Ich liebe sie. Seitdem ich die kenne, baue ich auch keine anderen mehr. Das habt ihr vielleicht auf meinem Kanal schon gemerkt. Auch hier unsere Baureihe 03. Das macht Spaß. Ich weiß, viele wollen Lokomotiven fahren sehen. Ist hier schwierig, denn wir brauchen ja Minimum einen Radius von R88. Aber Kobi könnte ruhig etwas mehr machen. Was meint ihr? Ich glaube auch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was Kobi auch oft macht oder immer macht, ist die Titanic melken. Und ja, wir haben hier die große Titanic in Maßstab 1:300. Ein Klassiker. Kobi hat ja auch die Titanic, ja, schon eher, ich wollte gerade Lizenz sagen, aber ich glaube, da gibt es keine Lizenz, aber schon eher gehabt als Lego und hat auch viele Varianten im Angebot. Unter anderem zum Beispiel bekommen wir eine Version in Maßstab 1:450. Davon haben wir nur so ein Bild gehabt. Was Kobi aber neu hat, ist nämlich die RMS Olympic, das Set 1687 und somit können wir alle drei
Schiffe im Maßstab 1:700 endlich bauen, nämlich einmal die Olympic. Da sehen wir sie noch einmal, wie das Regal aufgebaut war, aber hier auch dann die Titanic und die Britannic und somit hat man alle 3 Schwesterschiffe zusammen aus dieser Klasse und für maritime Freunde kann man sich dann die ins Regal stellen und hat alle 3 Fahrzeuge. Bei mir stehen 2 dieser Fahrzeuge neben der großen Lego Titanic. Natürlich wird die Olympic auch noch geklemmt. Was ich schon geklemmt habe und was Klassiker sind und viele Schifffreunde von euch da draußen sicherlich bei sich im Regal stehen haben und was sie auch wahrscheinlich nicht missen möchten, weil es war ein Set, was kontrovers diskutiert wurde, weil es ja Einhornkotze in sich hatte. Mir hat es beim Bau damals Spaß gemacht und sogar geholfen, diese bunten Steine, ist nämlich die HMS Hood von Kubey, ein Klassiker, genau wie auch die HMS Belfast, das Museumsschiff, was in der Themse in England ja hängt, in der Nähe der Tower Bridge, was man besuchen kann. Was man nicht besuchen kann, aber sich angucken kann in verschiedenen Museen. Also da kann man schon besuchen, aber ich meine, was ihr nicht besuchen könnt, sondern ihr sollt es euch kaufen wahrscheinlich, das möchte Kubey, ist nämlich hier das Set 3140, quasi die normale Version des Kubey Sets 3139, nämlich die berühmte 88 Flak 18 hier mit Protze, mit Sonderanhänger 201 in Anthrazit. Die Limited Edition hat ja noch das Sonder-Kfz 8 dabei. Hier haben wir aber die berühmte 8.8, denn Kubey hat ja diese Kanonenserie neu aufgelegt. Wir bekommen auch eine 8.8 Flak 18 in Farben des deutschen Afrika-Korps. Und was mich ganz besonders freut, ist, wir bekommen sogar eine Flak 10,5 cm. Alles im Maßstab 1:35 und mit tollen Minifiguren. Da kann man nochmal sehen, diese 3 Sets, die wirklich mein Herz höher schlagen lassen und ich freue mich, euch bald dieses Set präsentieren zu dürfen. Kubey präsentiert auch voller Stolz das, was sie haben, nämlich die Willys Lizenz im Maßstab 1:12, einmal den grünen und dann die 2 kleinen 1:35er in diesen Braunton, den ich euch vorhin beim Blackhawk gezeigt habe. Aber ganz klasse finde ich, und wir sehen es hier schon rechts, die Flak 8,8 mit den Sonder-Kfz 8 in den Farben, ja, es ist so Senfgelb, des deutschen Afrika-Korps. Das Set, was ihr quasi als Ersatz euch kaufen könnt für die Limited Edition 3139, die ich gerade schon erwähnt habe, die es in Anthrazit gibt, ähnlich wie halt auch oben die 3140, die 88 Flak. Hier finde ich es aber sogar besser und ich zeige es euch gleich, dass wir eine bedruckte, verschmutzte Windschutzscheibe haben. Daher für alle, die nicht das Geld ausgeben wollten für die Limited Edition, kauft euch dann hier diese Flak, die sogar mehr Drucke hat und die sogar andere Teller hat als Auflage bei der Lafette unten. Also dieses Set hier sieht fast interessanter aus und würde ich mir auf jeden Fall eher kaufen, wahrscheinlich mache ich auch auf jeden Fall die 1343 als die Limited Edition, die gerade draußen ist. Ja, dann zeigt Kubey Wunderwaffen und Bunker und natürlich voller Stolz ihr größtes Gebäude, was sie im Portfolio haben, das Set 2299, die St. Mary Église Kirche, die wir aus Computerspielen oder aus Filmen kennen. Passend zum Thema, nämlich D-Day, haben wir dann auch einmal noch den Churchill und das DUKW, das Landungsboot, das ja aus der 80-jährigen Erinnerungsserie der Normandie kam. Das sind alles so Schmankerl in Grün. Wir bleiben mit dem DUKW aber im Wasser, denn Kubey ballert richtig was raus zum Thema U-Boote. Wir bekommen nämlich in 1:144 einmal das U-52, ein Typ 7B U-Boot präsentiert. U-Boote oder Schiffe kann man nie genug haben, hat sich auch Kubey gedacht und hat deswegen gesagt, so boah, wir machen hier die 4852 einmal neu und geben den Leuten, die vielleicht nicht so viel Platz haben, denen auch so ein U-Boot vielleicht fast schon zu groß ist, nochmal die Möglichkeit, auch eine Bismarck zu bauen. Denn in 1:700 gibt es das Kubey Set 4854 seit neuestem auf den Markt, die Bismarck. Tolle Drucke bei so einem kleinen Set, das finde ich ganz interessant. Wie gesagt, für alle, die keinen Platz haben, die können sich so ein kleines Set, ich glaube es ist um die 30 cm ins Regal stellen. Und nicht nur die Bismarck, sondern auch die Tirpitz, auch in Maßstab 1:700. Und hier tolle Drucke mit dieser Tarnung, dieser Eismeertarnung. Also ich habe beide Sets mir gekauft, ich werde es euch beide vorstellen, denn ich finde diesen Maßstab interessant. Ich bin noch nicht ganz warm geworden, aber bei diesen beiden Schiffen, und ich habe noch keine Bismarck,
wird es dann an der Zeit, das mal zu probieren. Aber ich habe euch gerade gesagt, ich habe noch keine Bismarck. Vielleicht der ein oder andere da draußen auch nicht, denn Kobi hat genau an uns da gedacht. Es gibt eine neue Bismarck. Das Set 4860 kommt, finde ich, sehr farbenfroh daher. Ich muss euch sagen, als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, so um Gottes Willen, wie bullig sehen denn diese Türme aus? Aber als ich dann in Nürnberg war, muss ich euch sagen, es sieht schon klasse aus, dieses Schiff. Und auch die Türme finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ich habe sie halt anfassen dürfen. Ich habe da rumgewackelt. Also die Bautechniken sind interessant. Das Set ist wahnsinnig detailliert. Ohne große Sonderteile. Klar, Kobi hat das ein oder andere Sonderteil, aber es gibt ja andere Sets, auch von anderen Herstellern. Die haben ja fast so Revell-artige Teile. Die werde ich euch auch mal vorstellen, von nämlich 12GO, die Bismarck. Ich habe aber keine Kobi Bismarck und diese hier wird wahrscheinlich bei mir einlaufen. Ich finde sie klasse mit den vielen Drucken, mit den vielen Farben, mit so einem tollen Typenschild und auch hier mit so einem elegant gebauten Heck. Richtig klasse. Und ja, dann am Ende muss ich euch nochmal zeigen, die Tirpitz quasi als nochmal Entree für den Maßstab 1:300, denn da macht Kobi noch mehr, denn ja, wobei falsch. Das hier ist ja Tipp 1:700 nochmal ganz wichtig. Wichtig ist aber, dass das, was jetzt kommt, 1:300 ist, nämlich 4 U-Boote. Nämlich einmal die Orzel, dann U47, U96, 123 Techno und Orb Sepp. Alles im Maßstab 1:300. Sind bei mir auch schon eingelaufen. Ich kann es kaum erwarten, die zu klemmen. Aber erst machen wir dieses Video fertig. Ganz klasse Sets und ich gehe sie mit euch nochmal durch hier. U47. Ich habe mir mal mit einem guten Freund zusammen, Grüße gehen raus, ein U-Boot versucht zu bauen im Maßstab 1:300. Diese hier sehen natürlich viel besser aus und haben Drucke. Ist der Wahnsinn. Farbenfroh natürlich dann die polnischen U-Boote hier, Orb Sepp. Und dann U96 mit dem berühmten Sägefisch. Einfach ein Set, das als Deutscher, glaube ich, gebaut werden muss. Nicht nur aufgrund des DJs, sondern aufgrund des Films natürlich. Und ich habe mir extra für dieses Set, weil ich wusste, dass dieses Set kommt, das große, denn Kobi hat dieses Set ja schon mal im Groß rausgebracht, gekauft. Habt ihr vielleicht schon im Hintergrund meiner Videos gesehen. Dann können wir es nämlich mal vergleichen zu diesen kleinen 1:300er Sets. Und das war noch nicht alles, denn Kobi macht dort weiter. Es wird dann noch hier Orb Jig geben in Blau, auch im Maßstab 1:300. Dann Orb Sokol, gefühlt die ganze U-Boot-Flotte der polnischen Marine damals. Dann wird es ein englisches U-Boot geben, nicht die HMS Upholder P37. Wir sehen hier viele Drucke, was ich wahnsinnig finde bei so einem kleinen Set und einen riesengroßen Stand, der hier gefühlt mehr Steine frisst als das U-Boot selber. Und dort hinten haben wir dann noch die HNOMS Uret P41 der norwegischen Marine. Also gefühlt alles, was damals interniert wurde oder übergelaufen ist oder sich gerettet hat Richtung Großbritannien, wird hier als U-Boote nochmal dargestellt. Kobi zeigt dann im Regal weiter die Gneisenau. Die haben wir ja bei Kobi zum Jahresende quasi im Weihnachtssale sehr günstig bekommen und auch ich habe mir diese geklemmt bzw. gekauft. Dann habe ich nochmal geschwenkt rüber zu diesem U-Boot, weil ich finde dieses Schild so cool. Orb Jig mit diesem Piratenschild mit den wahrscheinlich Abschüssen, Versenkungsraten. Das finde ich richtig klasse. Und auch, dass hier so ein norwegisches U-Boot ist, das ist Hammer. Hammer ist auch die Arizona, die wurde im Regal darunter gezeigt. Ein typisches Schiff dieser Zwischenkriegszeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Hammer sieht es aus, muss auf jeden Fall noch geklemmt werden. Und ich möchte euch dann sicherlich auch Fakten darüber zu erzählen. Genau wie ich schon gemacht habe bei der Akagi. Ein Klassiker. Bei der Akagi sieht man hier, dass sie ein bisschen gelitten hat beim Transport wahrscheinlich von Polen hier zur Messe. Das sieht ein bisschen aus, als wenn da was verloren gegangen wurde. Was aber nicht verloren geht, ist, wenn ich euch erzähle, dass hier eine neue Kawasaki kommt im Maßstab 1:48. Sehr farbenfroh kommt sie daher. Gefällt mir, wird bei mir landen. Ihr könnt ja gerne mal sowieso schreiben, bei jedem Set, ich versuche euch Timestamps zu machen bei diesem Video, welches Set für euch hier das ist, was ihr noch braucht, vielleicht von den älteren oder von den neueren, schreibt mir es dann gerne in die Kommentare. Ja, darunter hat Kobi dann das gezeigt, was sie schon haben. Die U88, etwas älter, erkennt man an der fensterlosen Haube. Und dann halt hier unsere Navy Avenger und die Folgore, glaube ich, so heißt sie, die Fiat G50.
Dann habe ich nochmal die Kawasaki fotografiert und vor lauter Verliebtheit in die Kawasaki habe ich dann das kommende Regal nur grob fotografiert, nämlich nur das, was dort neu ist. Dort wurden auch noch einige Flugzeuge gezeigt. Ich habe euch einen Short gemacht, da habe ich das ganze Regal gefilmt. Das verlinke ich euch. Im kommenden Regal war ich aber gleich hin und weg und habe gesabbert, weil dort die neuen Junkers Ju-87 standen. Wie hier die Ju-87 Gates Stuka, der Panzerknacker mit den 2 massiven Kanonen unter den Tragflächen. Da sehen wir sie. Tolle Drucke hier mit einem T34 auf der Motorhaube. Ich freue mich richtig auf dieses Set und guckt euch diese massive Panzerkanone an. Und ja, warum war ich so abgelenkt und habe nicht alles in diesem Regal fotografiert? Ich wollte euch ja alles fotografieren. Naja, weil es dann auch noch diesen Flieger dort gab. Eine weitere Junkers Ju-87 hier in D3. Ich finde generell, achtet mal bei beiden Varianten auch auf die bedruckte Cockpithaube, richtig klasse. Hier bei dieser Wintervariante haben wir tolle Drucke auf den Tragflächen, Freunde. Der Schmutz, der Dreck und wir haben gebaute Sturzflugbremsen hier unter der Tragfläche. Absolut der Wahnsinn. Ich freue mich richtig auf diese beiden Stukas. Und ich freue mich auch, das gehört so weit dazu, auf die Corsair. Endlich wieder eine Corsair aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich sag mal, Papa Boynton und seine schwarzen Schafe rufen mich hier mit neuen Stand, diesen Dreieckstand und mit gelber Haube und cool gebauten Lufteinlässen in den Tragflächen. Dieses Flugzeug wird ein Muss. Und dann habe ich euch ja gesagt, ich habe vor lauter Aufregung vergessen, dieses Regal zu filmen, denn dort war auch die neue Heinkel zu sehen mit der V1 unter den Tragflächen. Ich habe euch jetzt mal hier aus meinem Short trotzdem mal so ein paar Bilder zusammengeschnitten. Sieht wild aus, aber so könnt ihr euch denken, wie diese V1 mit der Heinkel hier 111 dann zusammen aussieht. Wie gesagt, schaut euch gerne diese Short noch einmal an und das ist die einzige hier 111, die ausgestellt wurde. Dann gab es nämlich nur noch Bilder, wie hier die 5772, die kommen wird. Beide werden im Maßstab 1:48 kommen, was ich persönlich nicht so schön finde. Ich hätte mir da gerne eine Größe gewünscht, denn wir hatten ja schon eine Heinkel hier 111 und ich meine, die hatte so roundabout Maßstab 1:32. Und auch der Knick hier, der Buckel über dem Schwanz zum Seitenleitwerk hin, gefällt mir nicht so gut. Auch ist die Kanzel zur Abwehrbewaffnung nach hinten, finde ich, etwas groß geraten, weil man hat hier einfach eine Pilotenkanzel genutzt, die wir von den Fliegern aus dem Maßstab 1:48 kennen. Da seht ihr es. Gut ist, dass es nach hinten offen gehalten wurde, wenn so war es ja auch in echt. Trotzdem wirkt es ein bisschen groß. Also sie wirkt nicht so gut ausgewogen, finde ich, für diesen Maßstab. Richtig freuen tue ich mich und vor allen Dingen, weil wir im Maßstab 1:72 das Flugzeug bekommen, eine Executive Edition, nämlich der Ferry Swordfish aus der Operation Rheinübung am 6. Mai 1941. Deswegen ist dieses Flugzeug für mich absolut ein Klassiker. Wir sehen auch hier rechts unten einen der Gegenspieler und wir sehen, dass dieses Flugzeug 3 Flugbesatzungsmitglieder hat, während dann nämlich die in Anführungszeichen normale Variante, das sehen wir nämlich dann gleich, die 5770, die Ferry Swordfish, nur 2 Figuren hat. 5770 und die 5769. Wir sehen hier richtig tolle Sachen im Maßstab 1:32. Lustig ist wirklich auch hier das Kartondesign, wie es sich unterscheidet zwischen Executive und dann die in Anführungszeichen normale Variante mit rotem Torpedokopf. Man achte da drauf. Finde ich aber klasse. Und man hat das Schiff hier weggelassen. Dann im Regal daneben Panzerchen, das was Kobi im Maßstab 1:35 zu bieten hat, nämlich einmal hier den Reworked Sherman, den wir ja aus der Company of Heroes Serie kannten und jetzt hier mit etwas Grünzeug abgeändert und 2 Soldaten neu gekommen ist, sowie ein Panzer, den es so ja nie gab, die Maus, der Panzer 7, sieht aber einfach klasse aus hier mit diesen gebauten Tarn. Ich habe das richtig günstig bei Amazon geschossen, wird gebaut, auch wenn ich euch schon die Limited Edition vorgestellt habe. Dann zeigt Kobi sein Stückwert, das was es hat, nämlich alle Varianten des Tigers 131, hier im Maßstab 1:35 und im Maßstab 1:28, sowie die normale Version, rechts hier des Fury, Herz aus Stahl, Shermans. Kobi hat ja extra eine eigene gemacht in so einen schwarz-mint-grünton oder Mintgrünton oder After-Eight-Ton, so nenne ich es immer.
was wir bekommen im Tankmuseum in Bovington, gibt es auch nur dort zu kaufen. Und diese normale olivgrüne Variante hier ist die wir bekommen. Und die hat Kobi ausgestellt. Genauso wie auch den 7TP, wie den Sherman in 1:28, wie das Sonder-Kfz 222 und dann noch natürlich dürfen die Vertreter im Maßstab 1:48 nicht fehlen. Da hat Kobi alles gezeigt, was sie so haben. Auch was sie neu haben, nämlich was neu kommt, ist der Jagdpanzer 38T, den wir in 2 Farben bauen können, nämlich einmal hier in den deutschen Farben und wir werden es gleich groß sehen und deswegen steht auch hier dieser polnische Freiheitskämpfer mit dem Broni-Schild. Ihr seht es hier rechts, wir bekommen auf dem Karton gedruckt auch, dass wir die polnische Beute-Variante spielen. Spielen, sag ich schon. Spielen könnt ihr das bei World of Tanks, nein, aber bauen könnt ihr das. Natürlich könnt ihr dann auch damit rumfahren und spielen, das bleibt jedem selbst überlassen, aber da freue ich mich drauf, dass wir wieder beides bekommen, denn viele können ja mit dem einen Thema nichts anfangen und andere mit dem anderen nichts. Ich finde es interessant und freue mich auch, und ich habe es schon bestellt, die Limited Edition, die wir ja mit Ardennenoffensiven Sets bekommen, mit Telefonmast, mit Soldaten, die unter Falsch Fleck arbeiten und. Also die aktuelle Limited Edition, die gerade zu bestellen ist ja auch der Jagdpanzer 38T. Aber schön ist, dass die normale auch quasi eine 2-in-1 Variante ist. Also das heißt, dass man da auch etwas mitbekommt und diese Minifigur ist doch was Besonderes. Dann haben wir die Grille, die hier als neues Produkt gekennzeichnet wird, weil sie auch relativ neu bei Kobi ist. Und dann der Elefant, der Ferdinand ist ja EOL gegangen. Dann Panzer 4 Variante und Wirbelwind sowie den E100. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob Kobi das alles noch so im Bestand hat. Ich wette aber, dass das auch bald EOL geht. Ich denke, ich werde euch auch noch mal ein Video machen zu allen Sets, die gerade EOL gegangen sind oder gehen werden. Und wenn was geht, kommt was Neues, wie der Jagdpanzer 4 Schräger 70 V. Mir gefällt er. Wintertarn. Wir kriegen einen Sanitäter. Wir kriegen einen Panzerfahrer mit weißen Overall. Leider nur hier als Kartonbild im Maßstab 1:28. Dann soll es dazu hier auch noch eine Limited Edition geben, Freunde. Da hat Kobi auch schon ein bisschen was angeteasert. Ich freue mich auf dieses Fahrzeug. Hätte es gerne in echt gesehen und nicht nur hier so als Kartonfoto. Genauso wie den Panzer 3 in der Ausführung H. Wir hatten ja schon eine Variante in Wüstentarn, Deutsches Afrika-Korps. Dieses Fahrzeug hier ändert nicht viel außer die Farbe. Freue mich trotzdem drauf. Ich mag einfach den Panzer 3 und ich mag den Maßstab 1:28. Ich mag aber auch den Maßstab 1:35, vor allen Dingen, wenn es in die Figurenpacks geht und vor allen Dingen, wenn es mehrere Figuren werden. Wir haben hier 6 Figuren, wir haben einen Mörser, wir haben einen MG 34, würde ich sagen, und wir haben 2 Fallschirmjäger und 4 alliierte Truppler. Ich meine, es sind Minimum 3 Briten und ein Pole. Wenn nicht, sind es 2 Polen und 2 Briten. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall mehr Figuren statt nur 3. Aber trotzdem bringt Kobi auch ein Figurenpack mit nur 3 Figuren. Ähnlich wie wir es bei den Römern kennen oder auch aus der Napoleonic Wars. 2 Soldaten und dann einen Berittenen. Aber wir sprechen hier auch von den polnischen Ulanen, die wir kennen aus dem berühmten Lanzenangriff an Panzern. Diesen Mythos, den es da ja gab im Zweiten Weltkrieg. Der Herr Ratz hat da mal ein Video drüber gemacht. Ja, hier habe ich die Kartons einfach nochmal fotografiert, weil ich mich einfach nicht satt sehen kann an diesen Jagdpanzer 4 Schräger 70. Satt sehen kann ich mich auch nicht und vor allen Dingen warte ich auf die Bestätigung, dass auch wieder 6 Figuren Pack 2061 Battle of Stalingrad. Hier haben wir sowjetische und deutsche Truppen in dieser Schicksalsschlacht, die viel Leid gefordert hat. Ich finde die Kobi-Figuren immer besser, sie sind super bedruckt und deswegen freue ich mich auf dieses Battle Pack, das ich mir sogar nicht nur einmal, sondern zweimal bestellt habe. Ja, dann hier seht ihr das Regal, so wie es platziert war. Kobi hat dort gezeigt, was sie haben. Soldatenpack, dann den Königstiger und den Tiger 114, den im Maßstab 1:35 ich geliebt habe. Aufgrund der Geschichte, weil wir hier eine deutsche und eine französische Variante bauen konnten. Dann Maßstab 1:28, die Wespe von rechts, dann den IS-3 in der Mitte und die Hummel
tolle Sets und ich muss euch sagen, der IS-3 ist einer meiner Favoriten und genauso steht er auch bei mir fast im Regal, denn es gehört soweit dazu, dass bei diesen russischen oder sowjetischen, so ist es richtiger, überlangen Rohren bei den Panzern, die bei Kobi auch oft durchhängen, ist bei mir auch genauso. Ein tolles Fahrzeug, hat mir Spaß gemacht, wobei ich da die Limited Edition vorgezogen habe. Ja, dann Panzer 1, Panzer 2 und 2 Marder, beziehungsweise ein Marder und den Urvater des Marders, nämlich den Panzer 38T. Kobi sagt hier, ist es neu. Ist auch neu. Ich muss immer ein bisschen umdenken, denn ich bin ja Sammler und habe diese Sets teilweise schon und ich wette, ihr da draußen auch. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welches Set ihr schon von diesen Sets bei euch im Regal stehen habt. Ihr könnt euch vorstellen, für mich war das etwas weird, durch diesen Stand zu gehen und irgendwie zu denken, habe ich schon. Und dann natürlich zu sehen, was alles neu kommt und zu denken so, oh je, brauche ich noch. Ich bin da etwas süchtig. Ich bin Kobi süchtig. Ich bin Kobi-Fanboy vielleicht. Trotzdem merkt ihr ja, ich bin auch sehr kritisch, was Kobi angeht. Denn das, was man liebt, das kritisiert man auch meistens am meisten. Und man hoffte nur, dass es besser wird. Und wir nicht halt immer nur den gleichen Einheitsbrei bekommen, wie den Tiger 131 in allen möglichen Maßstäben. Und ja, auch hier im Regal hat Kobi alles gezeigt, was sie so haben, von Kubus über den japanischen Panzer, den Stuart und die Tankette und auch alles verschiedene Maßstäbe, sowie dann hier unten die Sets teilweise in 1:35 oder in 1:28, wie den Panther in der Ausführung A oder den Famo, den Cromwell, das Stummelchen 234-3 oder den Panzerkampfwagen 6, den Tiger 1 in der Ausführung E007, den berühmten Wittmann-Tiger. Und ja, jetzt Freunde, ich mache es eigentlich nur so, weil ich mit euch jetzt Trommelwirbel zu dem Set kommen möchte, auf das ihr wahrscheinlich alle gewartet habt bei diesem Video. Ihr habt euch wahrscheinlich durchgequält, jetzt eine Stunde, weil ihr eigentlich nur eins sehen wolltet, nämlich das Bild, das ich nicht selber geschossen habe, denn es war verboten zu fotografieren, aber ich habe es im Internet gefunden. Ich weiß gar nicht wo, deswegen kann ich euch die Quelle nicht geben, aber es gab einen geschlossenen Raum, der hatte eine Scheibe in der Tür und dadurch hat man geknipst und hat dann dieses Set fotografiert. Einen Flugzeugträger im Maßstab 1:300, einen modernen Flugzeugträger, der, und das habe ich erfragt, und ich versuche mal näher ranzuzoomen, auch wenn dann die Qualität schlechter wird, 6000 Steine schwer sein soll. Er soll im Sommer kommen, er soll, und ich mache mal wieder zurück, das ist schon gruselig so rangezoomt, in 2 Varianten kommen, in einer normalen Version ohne Stand und mit weniger Flugzeugen und dann in einer Executive Edition, das hat man mir so gesagt, mit diesem braunen Stand und mehr Flugzeugen. Ein Flugzeugträger mit einer markanten Insel, mit 3 Fahrstühlen, so wie ich das gesehen habe. Und deswegen konnte ich eigentlich nur hier an die USS Enterprise denken. Irgendwie finde ich, sieht die ziemlich fast genauso so aus. Also ein moderner Flugzeugträger, der ja einen Bezug hat zu Top Gun. Das sehen wir hier an dem Typenschild. Da unten, da steht Top Gun. Und deswegen glaube ich einfach, dass es die Enterprise ist, denn die kommt ja auch bei Top Gun vor. Ja, 6000 Steine, im Sommer soll sie kommen, als normale Version und als Executive Edition. Ich bin gehypt, ich werde mir sowieso die kleinen Fliegerchen kaufen aus der Top Gun Serie und einen modernen Flugzeugträger sowieso. Und ich hoffe, dass Kobi dann neben der Le Triomphant, ich habe es euch gezeigt, dieses französische Atomboot und diesen dann kommenden Flugzeugträger im Maßstab 1:300 auch vielleicht noch andere moderne Schiffe im Maßstab 1:300 irgendwann auf den Markt bringt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Set haltet. Und ja, ich habe mir das Beste zum Schluss aufgehalten und deswegen wollte ich euch das hier unbedingt zeigen, denn ich weiß, dass da draußen viele Leute heiß sind auf so ein Schiff und auch hoffen, dass Kobi hier viel mehr moderne Schiffe im Maßstab 1:300 bringt. Schreibt mir eure Gedanken bitte in die Kommentare. Wie gesagt, ich versuche Timestamps zu den Sets einzubauen. Das werden eine ganze Menge wahrscheinlich sein. Ich wünsche euch aber jetzt eine gute Zeit, Freunde. Bleibt gesund. Verfolgt gerne die kommenden Reviews zu diesen Sets, die ich euch hier teilweise gezeigt habe, auf meinen Kanal. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und dann, denke ich mal, sind
über eine Stunde Gerede über das, was dort auf dem Stand bei Kobi los war, auch genug. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr wieder, wenn ich wieder auf der Messe bin, dann vielleicht sogar mal unter der Woche, weil es gibt wohl immer heftige Partys auf der Messe und Kobi, ja, Partys auf dem Stand sind wohl sehr berüchtigt, da fließt wohl viel Wodka. Das möchte ich einmal miterleben. In diesem Sinne, Freunde, eine gute Zeit, habt viel Spaß beim Hobby, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.